Hallo zusammen, heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Mein Highlight aus dem Jahr 2024. Mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit von bis zu 1000 mm pro Sekunde und einer Beschleunigung von unglaublichen 100.000 mm pro Sekunde zum Quadrat setzt dieser Drucker neue Maßstäbe in der 3D-Druckszene. Ja, ihr habt richtig gehört, dieser kartesische Drucker liefert eine Performance, die selbst High-End-Modelle in den Schatten stellt. Heute schauen wir uns nicht nur den Aufbau dieses Kraftpakets an, sondern auch, wie sich seine Druckergebnisse in der Praxis schlagen. Also macht es euch bequem und lasst uns loslegen. Zunächst ein kleiner Einschub. Dieser Drucker ist ein Open-Source-Projekt, bei dem ihr euch die einzelnen Bauteile selbst sourcen könnt. Für diejenigen unter euch, die lieber ein komplettes Kit kaufen möchten, kann ich euch das Kit von Feistek empfehlen. Dieses Kit wurde uns für dieses Video zur Verfügung gestellt und ist aktuell bei AliExpress für knapp 800 € aus dem polnischen Lager erhältlich. Im Gegensatz zu den bisherigen Feistek-Kits sind in diesem Set fast ausschließlich Markenkomponenten verbaut, wie zum Beispiel ein Dragon Ultra High Flow Hot End, ein Mimewellen-Netzteil oder ein CNC-gefertigter Sherpa Mini. Diese Bauteile sorgen für eine super Performance und Zuverlässigkeit. Falls ihr mehr über dieses Kit erfahren möchtet, schaut einfach gerne in unseren Kanal, dort haben wir einen Livestream aufgezeichnet, in dem wir das Unboxing vorgenommen haben. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Schauen wir uns zuerst das Design an. Dieses Meisterwerk stammt von LH, einem leidenschaftlichen 3D-Drucker aus Island, der all seine Expertise in dieses Projekt gesteckt hat. Der Drucker ist im Grunde wie ein klassischer Betzlinger aufgebaut, ähnlich wie ein Ender 3 oder Anycubic Cobra. Das bedeutet, dass sich das Druckbett in Y-Richtung bewegt, während sich der Druckkopf in X- und Z-Richtung bewegt. Die Z-Achse wird hier von zwei Riemen mit jeweils separaten Motor betrieben. Auf der Y-Achse sorgen aber gleich zwei Motoren dafür, dass der 9 mm dicke Riemen ordentlich Kraft bekommt. Der Antrieb der X-Achse wird von einem Einzelmotor übernommen, doch mit einer kleinen Modifikation kann auch hier ein zweiter Motor nachgerüstet werden, um die Performance noch weiter zu steigern. Im Gegensatz zu den günstigeren Druckern wurde bei diesem Modell der Rahmen maximal verstärkt, während gleichzeitig die beweglichen Teile auf ein Minimum an Gewicht reduziert wurden. Das zeigt sich besonders eindrucksvoll an dem Leichtbaudruckkopf, der nur das Nötigste an Kunststoff enthält, um die Komponenten zu fixieren. Dieser minimalistische Ansatz sorgt für eine schnellere Bewegung des Druckkopfes und ermöglicht damit weniger Resonanzen. Aber das wirkliche Highlight ist das Druckbett. Hier wurde der Rahmen komplett aus Carbon gefertigt, ein Material, das nicht nur extrem leicht, sondern auch unglaublich stabil ist. Ebenso beeindruckend ist das ultradünne Heizbett, das ebenfalls aus einer Carbonplatte besteht. Im Gegensatz zu den üblichen Druckern, bei denen die Magnetfolien mit PI-Sheets verwendet werden, verzichtet der LH Stinger bewusst darauf. Warum? Weil eine solche Konstruktion das Gewicht des Druckbettes unnötig erhöhen würde und damit die Druckgeschwindigkeit negativ beeinflussen könnte. Stattdessen druckt er hier direkt auf dem Carbon oder verwendet ein Kaptonband, um die Druckoberfläche abzudecken. Das sorgt im Ergebnis also für ein geringeres Gewicht und eine schnellere Bewegung auf der Y-Achse. Euch dürfte vielleicht schon die Konstruktion auf der Gantry aufgefallen sein. Hier sind gleich zwei riesige 9733 Lüfter verbaut, die zusammen mit den zwei 5015 Radiallüftern dafür sorgen, dass die oberste Schicht eurer Drucke blitzschnell abkühlen kann. Diese zusätzliche Kühlleistung ist notwendig bei diesen hohen Druckgeschwindigkeiten, um Verformungen und einen guten Layer-Stack zu erreichen. Was mich besonders beeindruckt, ist das durchdachte Design der Luftklappen. Da die Docking Station für den Level-Sensor tiefer sitzt als das Druckbett, müssen die Klappen bei Bedarf eingefahren werden. Das Ganze wird durch einen cleveren Federmechanismus gelöst, der sich automatisch anpasst. Wirklich ein cooles Detail. Beim Thema Level-Sensor setzt dieser Drucker auf eine Art Clicky Probe. Diese innovative Lösung besteht darin, dass dieser Sensor in einem speziellen Mount neben dem Druckbett abgelegt wird. Sobald ein Levelvorgang erforderlich ist, wird die Probe durch Magneten am Druckkopf fixiert und danach wieder sicher in ihrem Dock verstaut. Das sorgt nicht nur für ein genaues und schnelles Bettleveling, sondern auch für eine weitere Reduzierung des Druckkopfgewichtes. Kommen wir nun zur Frage, wie dieser Drucker eigentlich mit Energie- und Steuersignalen versorgt wird. Auf der Rückseite des Druckers, genauer gesagt hinten links, befindet sich ein Breakout-Board, das als zentraler Knotenpunkt fungiert. Hier laufen alle Kabel von den Motoren, Sensoren und weiteren Komponenten zusammen. Vom Breakout-Board führen drei dicke Kabel in die sogenannte E-Box, die das Herzstück der Elektronik dieses Druckers bildet. In dieser E-Box sind alle wichtigen elektronischen Komponenten untergebracht: das Steuerboard, ein Raspberry Pi und die Netzteile.
Ja, ihr habt richtig gehört. Das Feistek LH Stinger Kit betreibt die X- und Y-Motoren mit 48 Volt anstatt der üblichen 24 Volt. Diese höhere Spannung sorgt für eine deutlich stärkere Leistung der Motoren. Zusätzlich sind hier hochleistungsfähige TMC 5160 Treiber verbaut, die den Standard 2209 Treibern überlegen sind. Damit diese Treiber jedoch zuverlässig arbeiten, ist eine aktive Kühlung notwendig, wie ihr hier sehen könnt. Der Zugriff auf die Komponenten in der E-Box ist clever gelöst. Eine Klappe ermöglicht einen einfachen Zugang, aber nur zu den Niederspannungskomponenten. Die Netzspannung ist sicher auf der Rückseite der E-Box untergebracht und nur zugänglich, wenn man die Abdeckung mit Schrauben öffnet. Diese Sicherheitsmaßnahme finde ich besonders gelungen, da sie verhindert, dass man versehentlich an die spannungsführenden Teile gelangt. Was mir an dieser E-Box besonders gut gefällt, ist die Flexibilität. Mit nur 3 Handgriffen lässt sich diese Box komplett vom Drucker trennen und separat transportieren. Wenn ihr weiterdenkt, könnt ihr diese Kombination aus E-Box und Breakout-Board auch für andere Do-it-yourself-Druckprojekte nutzen. Solltet ihr also irgendwann euren eigenen Drucker designen, behaltet diese E-Box-Idee unbedingt im Hinterkopf. Sie könnte euch eine Menge Arbeit ersparen und macht das ganze Setup unglaublich modular und vielseitig. Bevor wir uns jetzt mit den Testdrucken und Druckzeiten befassen, müssen wir einen wichtigen Punkt mit euch ansprechen. Viele Druckhersteller werben in ihren Prospekten mit hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen. Diese Werte sind jedoch oft nicht realistisch, da sie in den Slicer-Einstellungen in der Regel nicht berücksichtigt werden. Aber warum ist das so? Obwohl diese beworbenen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen mechanisch erreicht werden können, wird die tatsächliche Druckgeschwindigkeit häufig durch andere Parameter begrenzt. Was sind diese Parameter? Erstens, die Flussrate. Diese wird unter den Filamenteinstellungen in eurem Slicer definiert. Sie gibt an, wie viel Kubikmillimeter pro Sekunde durch das Hotend extrudiert werden können. Wird dieser Wert durch eine große Linienbreite überschritten, wird die Druckgeschwindigkeit automatisch reduziert. Selbst wenn euer Drucker mechanisch schneller sein könnte, wird die Extrusionsrate die tatsächliche Druckgeschwindigkeit begrenzen. Zweitens, die Layer Time. Diese Einstellung findet ihr im Bereich Kühlung im Slicer. Sie gibt die Mindestzeit an, die der Druckkopf benötigt, bevor er zur gleichen Stelle zurückkehrt, um sicherzustellen, dass die Schicht ausreichend gekühlt ist. Je mehr Filament ihr pro Sekunde extrudiert, desto länger sollte die Layer Time sein, da das Filament mehr Zeit zum Abkühlen benötigt. Wenn einige Schichten nur wenige Linien enthalten, wird der Druck stark verlangsamt, um die Kühlung sicherzustellen. Drittens, Square Corner Velocity, auch Jerk bekannt. Der Jerk definiert, wie schnell der Druckkopf die Richtung wechseln kann, ohne zusätzlich beschleunigen zu müssen. Diese Einstellung wird von vielen Druckern oft vernachlässigt, spielt aber besonders beim Hochgeschwindigkeitsdruck eine wichtige Rolle. Ein gutes Beispiel ist das Gyroid-Infill-Muster, bei dem sich die Richtung schnell ändert. Ist der Jerk zu niedrig eingestellt, wird der Drucker während der Richtungswechsel stark abgebremst. Ein höherer Jerk-Wert ermöglicht schnellere Richtungswechsel, ohne die Geschwindigkeit drastisch zu reduzieren. Viertens, Minimum Cruise Ratio. Diese Einstellung definiert, wie lange eine Bewegung mit einer konstanten Geschwindigkeit ausgeführt werden muss, was den Druck unter der Zielgeschwindigkeit begrenzen kann. Ist die Strecke oder Bewegung zu kurz oder die Beschleunigung zu langsam, wird die Geschwindigkeit automatisch reduziert, um eine gleichmäßige Bewegung in der Mitte der Fahrbahn zu gewährleisten. Besonders bei kleinen Teilen oder schnellen Bewegungen zwischen Infill und Perimeter kann diese Einstellung in der Geschwindigkeit merklich reduzieren. Noch eine kleine Ergänzung zu den Begriffen Jerk und Square Corner Velocity. Clipper nutzt Square Corner Velocity für die Berechnungen. Im Orca Slicer wird unter den Feldern Jerk auch diese Square Corner Velocity abgeändert. Wenn man aber streng ist, ist der Begriff Jerk im Orca Slicer, wenn man Clipper nutzt, falsch, weil die Berechnung hinter der Square Corner Velocity bei Clipper anders ist als der Jerk unter Marlin. Wenn ihr diese Faktoren im Auge behaltet und in den Slicer-Einstellungen entsprechend anpasst, könnt ihr eure Drucker besser optimieren und realistische Druckgeschwindigkeiten erzielen. Ich werde bei den nächsten Testdrucken an der Seite immer einblenden, mit welchen Einstellungen ich es gedruckt habe und vergleiche es in einigen Fällen mit meinem Voron 2.4, damit ihr erkennen könnt, wie schnell der LH Stinger in gewissen Bereichen oder gewissen Objekten ist. Für meine Tests habe ich die offiziellen LH-Druckprofile verwendet, die auf dem GitHub zu diesem Projekt bereitgestellt sind. Keine Sorge, dazu erzähle ich euch am Ende des Videos noch ein bisschen mehr.
Wichtig ist, ich habe hier keinerlei Filamenteinstellungen manuell kalibriert. Stattdessen habe ich einfach das generische Filamentprofil sowie den Speed- und Daily-Modus im Orca Slicer verwendet. Ich habe hier bewusst keine Anpassungen an Retract, Pressure Advance oder anderen Einstellungen vorgenommen. Meine Idee dahinter war, euch zu zeigen, welche Druckqualität ihr direkt aus der Box erwarten könnt, also das wahre Plug-and-Print-Erlebnis. Einige von euch kennen sicherlich noch den Frust mit anderen Druckern, bei denen es Stunden oder sogar Tage gedauert hat, bis das erste Objekt endlich in guter Qualität gedruckt wurde. Ein kurzer Einschub in eigener Sache. Ich habe euch die Auswertung des letzten Reviews von Robin mitgebracht. Obwohl der Inhalt sehr interessant ist, wird das Video relativ schnell nach der Veröffentlichung nicht mehr vorgeschlagen, die sogenannten Impressionen. Für Nicht-Abonnenten wird es kaum noch angezeigt und verschwindet so leider in den Tiefen von YouTube. Der Grund dafür liegt im Algorithmus. Da wir auch viel Smart Home Content anbieten, schlägt YouTube unsere Videos Zielgruppen vor, die wenig mit 3D-Druck anfangen können. Das führt dazu, dass die Videos weniger oft angeklickt werden und der Algorithmus sie dann immer seltener vorschlägt. Wie könnt ihr uns dagegen helfen? Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr sicherstellt, dass ihr unsere Videos direkt seht, sobald sie veröffentlicht werden. So könnt ihr selbst entscheiden, ob euch das Video interessiert, statt den Algorithmus entscheiden zu lassen. Eure Unterstützung hilft uns, weiter spannenden Content für euch zu machen. Um den Aufbau und die Achsenwinkligkeit des Druckers zu überprüfen, habe ich einen Cauliflower gedruckt. Dieses spezielle Testobjekt eignet sich perfekt, um durch verschiedene Prüfpunkte Verzerrungen in den Achsen festzustellen. Die Cauliflower habe ich ebenfalls im Speed-Profil gedruckt. Hier geht es aber weniger um optische Qualität, sondern vielmehr um die Maßgenauigkeit, die man mit Hilfe der mitgelieferten Excel-Tabelle genau analysieren kann. Meine Ergebnisse seht ihr hier. Die maximale Abweichung betrug gerade einmal 0,3 mm. Das zeigt, dass die Maßgenauigkeit und die Winkligkeit des Druckers nahezu perfekt sind. Trotz der hohen Druckgeschwindigkeit bleibt der Drucker präzise und stabil, was in dieser Kategorie absolut überzeugend ist. Als erstes habe ich das Orca Slicer Testobjekt gedruckt. Das wurde mit dem LH Stinger Speed Profil gedruckt mit einer Geschwindigkeit von 600 und einer Beschleunigung von 30.000. Der Jerk ist hier in der Clipper Config hinterlegt und beträgt 15. Für dieses Objekt habe ich 1 Stunde 36 benötigt. Zum Vergleich, auch wenn man diese Werte jetzt nicht vergleichen kann, habe ich bei meinem Voron 2.4, der Hauptdrucker bei mir darstellt, mit Geschwindigkeiten von 250 und nur 5000 Beschleunigung eine Druckzeit von 2 Stunden und 9 Minuten. Hintergrund für diese geringe Beschleunigung ist, dass ich die Layerhaftung maximieren möchte und dabei auch die Optik. Schauen wir uns das Objekt nun an. Wir fangen an mit dem Maßhaltigkeitstest. Das ist der Vorderbereich, in dem man kleine Zylinder herausziehen kann, um zu prüfen, ob genug Abstand zu den Wänden ist. Hier lassen sich alle 5 Zylinder einfach herausziehen, so ist dieser Test bestanden. Schauen wir nun einmal um das Objekt rum, haben wir hier verschiedene Tests. Einerseits Bridging, Überhänge, oben ein Retract und an der Seite nochmal einen Überhangtest mit einem großen Bridging. Schaut man sich alle Wände hier an, kann man hier keinerlei großartigen Artefakte erkennen. Das Layer Stacking ist sehr gut geworden. Solltet ihr hier ein paar Schattenwürfe sehen, liegt das einfach an der Beleuchtung von meinem Studio. In dem kaltweißen Licht sieht man nahezu alle Artefakte. Das ist unter normalem Sonnenlicht hier normalerweise nicht erkennbar. Begeistert bin ich von dem Überhangtest. Selbst bei einem Überhang von 15 Grad werden die Schichten unten noch sauber gedruckt. Das ist auch der enormen Kühlung des LH Stinger geschuldet. Und man kann hier auch vergleichen, mein Voron 2.4 hätte dieses Objekt in der doppelten Zeit auch nicht besser drucken können, auch in der langsamen Geschwindigkeit. Somit gewinnt der LH Stinger hier den ersten Test. Auch wenn Abstract Flow das in wenigen Minuten drucken konnte, habe ich mich hier darauf beschränkt, das Standardprofil etwas anzupassen, indem ich die Layer Time auf 0 gesetzt habe und den Jerk auf 75. Das heißt, hier hat nur noch das Hotend mit seinen 50 Kubikmillimetern pro Sekunde Flow limitiert. Schaut man sich das Druckobjekt an, das in 11 Minuten gedruckt wurde, kann ich die Qualität auf jeden Fall mit einem gut unterstreichen. Es gibt hier und da noch ein paar Ungenauigkeiten, insbesondere am Boden und Deckel. Das liegt aber wieder daran, dass ich einfach nur ein Standard-ABS-Profil hier genutzt habe und somit der Top- und der Bodendeckel aufgrund des nicht kalibrierten Flows leiden muss. Mein zweiter Druck war ein Toleranztest in Form eines Fidget Spinners. Bei diesem Modell sind einzelne Elemente mit immer geringeren Abständen integriert, um zu überprüfen, ob die Toleranzen präzise eingehalten werden. Wie ihr hier sehen könnt, lassen sich alle Bereiche mit Abständen von 0,5 bis 0,15
mühelos bewegen. Das zeigt, dass der Drucker auch bei engen Toleranzen zuverlässig arbeitet. Der Test wurde ebenfalls im Speedprofil gedruckt und die Druckzeit betrug 27 Minuten. Im Vergleich dazu hätte mein Voron 2.4 für dasselbe Modell etwa 1 Stunde 13 mit dem Daily-Profil benötigt. Der Toleranztest ist also eindeutig bestanden und das bei diesen beeindruckenden Geschwindigkeiten. Allerdings sieht man hier wieder das nicht kalibrierte Filament im Deckel, was man sozusagen besonders an dieser Schicht sehen kann. Das Kingroon PLA zeigt aber sonst keine Unregelmäßigkeiten, insbesondere die Layer oder das Layer-Stacking ist wieder sehr gut gelungen. Als nächstes habe ich mir das PCDG von Extruder vorgenommen. Dieses Filament ist besonders für seine Flexibilität und Schlagfestigkeit bekannt. Und wie könnte man das besser testen als mit einem Modell, das einen Schnappmechanismus hat, in diesem Fall eine Zange. Auch hier konnte mich die Druckqualität im Speedprofil absolut überzeugen. Trotz der hohen Geschwindigkeit und einer Druckzeit von knapp 7 Minuten für den gesamten Druck war das Ergebnis erstaunlich präzise. Die Zange funktioniert einwandfrei, der Schnappmechanismus schließt sauber und die Flexibilität des PCDG kommt voll zur Geltung. Als nächstes habe ich einen Überhang- und Retract-Test gedruckt. Das ist ein Dodecahedron und hier benötigt es eine sehr gute Bauteilkühlung, um gute Ergebnisse zu liefern. Ich habe mich hier für ein Extruder NX2 PLA entschieden in der Farbe Braun und man kann an diesen Ergebnissen gut erkennen, dass auch der LH Stinger hiermit keine Probleme hat. Das ist der hohen und guten Bauteilkühlung, insbesondere mit den externen Lüfter geschuldet. Um die Überhänge wirklich auf die Spitze zu treiben, habe ich als nächsten Test das Saturn-Modell gedruckt. Dieser Druck wäre auf meinem Voron 2.4 in etwa 41 Minuten fertig gewesen. Der Stinger schaffte es jedoch in 24 Minuten. Hier ist der Unterschied in der Druckzeit etwas geringer, da die Profile von LH bei extremen Überhängen auch automatisch die Geschwindigkeit reduzieren, um die Druckqualität zu optimieren. Schaut man sich das Ergebnis genauer an, sieht man auch bei diesem Extremtest einige Artefakte auf der Unterseite. Auch die Z-Naht ist leider nicht perfekt, was aber erneut auf die fehlende Kalibrierung des Druckers zurückzuführen ist. Trotz dieser Mängel muss man bedenken, dass wir hier an den absoluten Limits drucken und dafür sind die Ergebnisse insgesamt immer noch bemerkenswert. Als nächstes habe ich ein Design-Testobjekt gedruckt, das speziell dafür entwickelt wurde, verschiedene Schwierigkeiten zu prüfen. Dieses Modell stellt hohe Anforderungen an den Drucker, insbesondere durch die komplexe Geometrie und damit verbundenen unterschiedlichen Layerzeiten, die bei schnellen Drucken oft zu sichtbaren Farbnuancen auf der Außenhaut führen. Bei diesem Druck habe ich einen hohen Flow von etwa 50 Kubikmillimeter pro Sekunde verwendet, was dazu führt, dass die Drucktemperatur für PLA deutlich höher liegt, nämlich zwischen 230 bis 250 Grad statt der üblichen 200 Grad. Normalerweise ist das bei solchen Fließgeschwindigkeiten kein Problem. Doch wenn das Objekt langsame Layer hat, wie beispielsweise hier die Überhangschichten, wird das Filament zu stark erhitzt, was hier im Fall des Kingroon PLA zu einer leicht speckigen Außenhaut geführt hat. Das zeigt, dass es besonders bei Designmodellen wichtig ist, die Fließgeschwindigkeit möglichst konstant zu halten, um ein gleichmäßiges Finish auf der Außenhaut zu erzielen. Bei anderen Filamentfarben kann sich dieser Effekt sogar noch stärker bemerkbar machen, da die Sättigung und die Farbtiefe je nach Drucktemperatur variieren können. Natürlich darf auch ein Bändchen nicht fehlen. Dieses ikonische Modell habe ich in nur 11 Minuten gedruckt. Zum Vergleich, mein Voron wäre dafür etwa 40 Minuten beschäftigt gewesen. Diese 11 Minuten waren allerdings nur nötig, weil ich eine feste Layerzeit von mindestens 2 Sekunden eingestellt habe, um das rote Kingroon PLA ausreichend zu kühlen. Diese längere Layerzeit macht sich besonders beim Schornstein bemerkbar. Nicht nur in der damit verbundenen höheren Druckzeit, sondern auch in der deutlich besseren Druckqualität. Durch die verlängerte Kühlzeit konnte ich die Details des Schornsteins sauber und präzise drucken, ohne Einbußen in der Qualität hinnehmen zu müssen. Allerdings zeigt sich auch hier, dass die geringere Kühlung und die hohe Geschwindigkeit auf den ersten Schichten zu einer leicht speckigen Außenhaut führen. Besonders auffällig ist auch hier die Veränderung der Farbsättigung, die direkt mit der Druckgeschwindigkeit zusammenhängt. Diese Unterschiede sind auf den Übergang zwischen Infill-Layern, Solid-Infill-Layern und Top-Layern zurückzuführen. Bei meinem letzten Test habe ich ein paar Modifikationen am Profil vorgenommen. Ich habe die Layer Time auf 0 gesetzt, so dass diese nicht mehr begrenzt wird und habe den Chirc auf 75 hochgesetzt, weil das laut Abstract Flow ein möglicher Wert ist. Ich wollte hier sozusagen einfach mal an das Maximum gehen. Hier kann man erkennen, dass der Torso noch gut gedruckt worden ist. Bei dieser Figur ist eine kleine
Ungenauigkeit in der Außenhaut auch nicht so schlimm, dadurch, dass ja hier dann ein natürliches Fell imitiert. Wo man aber hier Artefakte sieht, ist an den Ohren. Hier ist die Layerzeit einfach viel zu gering, das heißt, die Schichten können nicht mehr richtig abkühlen und es wird auf einem weichen Filament drauf gedruckt und es entstehen dann so eine hässlichen Wülste auf der Unterseite. Ja, ich habe es auch an den maximalen Limits versucht. Mein Hotend ist hier der limitierende Faktor und zwar bei 50 Kubikmillimeter pro Sekunde. Dafür habe ich die restlichen Werte alle hochgesetzt. Beschleunigung auf maximal 100.000, Geschwindigkeit auf maximal 1000 und auch die Layer Time auf 0. Hier oben in der Ecke seht ihr dann, was nach dem Slicen aufgrund des limitierenden Hotends für Geschwindigkeiten herausgekommen sind. Und hier seht ihr das Ergebnis. Für das schnelle Prototyping vielleicht ganz gut geeignet, aber hier kann man erkennen, ohne weitere Kalibrierung der Stepper-Treiber und auch der einzelnen Filamenteinstellungen und vielleicht auch mit einem High-Flow-Filament statt einem normalen Filament sind hier noch bessere Ergebnisse zu erreichen, aber es zeigt sich, dass man hier die Settings doch etwas herunterschrauben müsste. Mein Fazit zum Stinger allgemein. Für knapp 800 € erhält man derzeit die Basis für den wohl schnellsten Selbstbaudrucker auf der Welt. Wie bereits im Intro erwähnt, sind mechanisch beeindruckende Werte wie ein Travel von 1000 mm pro Sekunde und eine Beschleunigung von 100.000 mm pro Sekunde Quadrat bei einer Square Corner Velocity von 75 erreichbar. Allerdings wird es beim eigentlichen Druck schwierig, diese Werte ohne intensiven Kalibrierungsaufwand zu realisieren, da nicht nur die Bewegungsmechanik, sondern auch das Hotend diese hohen Flussraten und Geschwindigkeiten bewältigen muss. Insbesondere der Retract und das Pressure Advance bei solchen Geschwindigkeiten würden die meisten der derzeit verfügbaren Hotends überfordern. Doch auch das Detailprofil mit 400 mm pro Sekunde bei einer Beschleunigung von 20.000 bietet immer noch eine beeindruckende Geschwindigkeit und liefert Ergebnisse auf höchstem Niveau. Für wen ist denn dieser Drucker nun geeignet? Ich würde ihn vor allem Personen empfehlen, die eigene Designs entwickeln und auf schnelle Prototypen angewiesen sind. Ebenso eignet er sich hervorragend als Basis für jene, die sich auf das Thema Speedprinting spezialisiert haben und hier ihre Leidenschaft entwickeln. Nach einem Gespräch mit LH soll es auch bald eine passende Einhausung und eine Art Mini-MMU für dreifarbige Drucke geben, was die Einsatzmöglichkeiten des Druckers noch weiter erweitern werden. Nun zum Feistek-Kit. Speziell der hier verwendete Drucker auf Basis des Feistek-Kits erhält von mir eine klare Empfehlung. Das Kit war vollständig und die Bauteile waren durchweg hochwertig, großteils sogar aus Markenkomponenten gefertigt. Besonders beim Netzspannungsteil ist es für mich wichtig, dass hier auf Komponenten von namhaften Herstellern zurückgegriffen wurde. Das sorgt bei mir für zusätzliche Sicherheit und Vertrauen. Ein kleiner Abzug in der B-Note geht an die Entscheidung, die Schrauben in Plastiktütchen und nicht in einer Sortierbox zu liefern. Dadurch verbringt man etwa 25% der gesamten Bauzeit damit, die passenden Schrauben herauszusuchen. Es wäre außerdem wünschenswert, wenn auch in der ersten Batch die kleineren Probleme, wie sie hier in den Issues von LH beschrieben sind, vermieden worden wären. Feistek hat allerdings zugesagt, diese in den zukünftigen Batches zu beheben. Wenn ihr euch also das Kit zulegt, solltet ihr nach dem Erhalt unbedingt die Issue-Liste durchgehen und überprüfen, ob die beschriebenen Punkte behoben sind. Alles in allem hat mir dieses Review sehr viel Spaß gemacht und ich werde sehen, ob der Stinger langfristig meinen Voron 2.4 als Daily-Drucker ablösen wird. Solltet ihr an einem Langzeittest interessiert sein, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir bedanken uns hier an dieser Stelle fürs Zuschauen und freuen uns, euch beim nächsten Mal wiederzusehen.